Es war dunkel und das Mädchen wartete gespannt auf ihr Haustier. Sie war erleichtert, ihn zurückkommen zu sehen, aber auch fassungslos, als sie sah, dass er etwas im Maul hielt, das wie ein dorniger Ball aussah. Das Maul des Hundes wurde durch die scharfen Dornen verletzt, doch er weigerte sich hartnäckig, ganz loszulassen. Das Mädchen geriet in Panik und bückte sich, um es zu untersuchen. Sie versuchte, den seltsamen Gegenstand aus dem Maul des Hundes zu ziehen, aber dieser weigerte sich hartnäckig, loszulassen. Es bedurfte einiger Überredungskunst, bis der Hund das Ding aus seinem Maul schließlich in ihre Hand fallen ließ. Was der Hund unbedingt zurückbringen wollte, war kein Dornenball, sondern ein zusammengerolltes Stachelschwein. Der Igel war mit Staub bedeckt und zitterte, und seine spitzen Stacheln sträubten sich vor Angst. Das Mädchen brachte den Igel ins Haus, bereitete eine Schüssel mit warmem Wasser vor und begann, ihn zu baden. Der Igel blieb still, als könne er nicht verstehen, was geschah. Das Mädchen begann zu schrubben und nach einer Weile entspannte sich ihr Körper allmählich und enthüllte ein kleines, aber besorgtes Gesicht. Beim Abwischen des Körpers traten einige kleine Wunden auf, die jedoch nicht sofort behandelt werden konnten. Zunächst dachte sie nur daran, den Igel viel zu füttern, damit er wieder zu Kräften kommt. Sie wollte rausgehen und Würmer fangen und hatte eine Zeit lang Mühe, genügend Nahrung zu finden, um ihren Magen zu füllen. Nachdem der Igel sich satt gefressen hatte, ließ sich viel leichter mit ihm reden und so beschloss das Mädchen, mit dem nächsten Schritt der Heilung fortzufahren. Obwohl der Igel ein gewisses Vertrauen hatte, versuchte er dennoch jedes Mal, wenn sie sich näherte, ihr aus dem Weg zu gehen. Das Mädchen war geduldiger und nach einigem Kampf ließ sich der Igel schließlich das Arzneimittel spritzen. Obwohl es wehtut, scheint sich zwischen beiden Seiten allmählich Vertrauen aufgebaut zu haben. Ein paar Tage später war der Igel stabil und das Mädchen beschloss, ihn bei sich zu behalten. Es ist nicht nur ein sicherer Ort, sondern auch ein Platz, an dem der Igel eine Familie gründen kann. Sie richtete für den Igel schnell einen ruhigen, privaten Raum ein, um ihm bei der erfolgreichen Geburt zu helfen. Die Igelbabys wurden nacheinander gesund geboren und das Mädchen war immer bereit, sie mit Futter zu versorgen. Sie tat alles, was sie konnte, um sicherzustellen, dass sie gesund aufwuchsen, keiner von ihnen war krank oder schwach. Dank der aufopfernden Hilfe des Mädchens kann die Igelmutter beruhigt sein und muss sich keine Sorgen um die Erziehung ihrer Kinder machen. Das Mädchen verfolgte jeden Schritt des Lebens der Igelfamilie und wurde Zeugin, wie diese gesund aufwuchsen. Danke, Hund, dass du den Igel gebracht hast. Das ist der Beginn einer wunderschönen Geschichte. Lieber Freund, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, der Geschichte zu folgen. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren, um uns zu unterstützen.